Hallo meine lieben Freunde von Altem Lego. In der vergangenen Woche hat die erste Folge über die Geschichte der Feuerwehrautos wieder einmal viel mehr Aufrufe bekommen als die Videos in den letzten 3 Monaten. In der zweiten Folge geht es heute weiter auf unserer Zeitreise durch die Geschichte der Lego Feuerwehrautos. Ich zeige euch, warum die Minifigurenautos der 80er Jahre so schmal und so hoch gebaut waren. Der große Entwicklungssprung von den Modellen, die mir aus meiner Kindheit vertraut sind, bis zu den heutigen Sets, war für mich eigentlich der Grund, warum ich zum Sammeln begonnen habe. Von den neuen Modellen kann ich euch nur einige ausgewählte Stücke zeigen, aber es reicht für eine Zeitreise zurück bis an die Anfänge der Minifigurenstadt, die ich euch zwar schon im vergangenen Jahr bis 1982 vollständig gezeigt habe. Aber mit den Feuerwehrautos werden wir heute die faszinierenden Entwicklungsschritte nochmal genau anschauen und die einzelnen Modelle vergleichen. Die erste Legoland-Stadt war ja der System im Spiel Stadtplan von 1955. 1967 gab es die ersten dünnen grünen Gebäudegrundplatten und 1969 kamen die kleinen Miniräder heraus. Diese Miniräder ergaben die 4 Noppen breite Bauweise bei den Fahrzeugen bis zum Jahr 2004. Das erste Legoland Minirad-Feuerwehrauto ist das 602 von 1970, das gleichzeitig auch in der Feuerwache 374 enthalten ist. Das Feuerwehrauto besteht aus 32 Teilen. Trotz der massiven und robusten Bauweise gibt es auch eine Reihe Spielfunktionen, wie die Geräteraumtüren links und rechts zum Aufmachen und die Leiter am Dach mit einem Scharnier zum Aufklappen und zum Ausziehen. Die Miniradfahrzeuge haben einen viel größeren Maßstab als die 1:87 Modelle, aber bei den Gebäuden wurden weiterhin die alten Stadtplanfenster und Türen verwendet. Die kleinen Glastüren standardmäßig bis 1973 und die Fenster teilweise sogar bis zur Jahrtausendwende. Auf der Feuerwache sind Feuerwehr, Rettung und Abschleppwagen stationiert, zum Löschen, Retten und Bergen. Das Vorbild waren wahrscheinlich die dänischen Falk- und Zonen-Rettungsstationen. Alle 3 Fahrzeuge aus der Feuerwache gab es auch als Einzelset. Das dreiachsige Löschfahrzeug mit den 2 Geräteraumtüren und der gelben zweiteiligen ausziehbaren Leiter am Dach, die mit einem Scharnier befestigt ist. Sie sollte eigentlich eine Drehleiter sein, obwohl kein Drehteller eingebaut ist. So ist nämlich das Fahrzeug im Katalog fotografiert, auf der Titelseite und auf der Legoland-Themenseite. Dieses Set aus 35 Teilen kostete damals 3,75 Mark. Die gelbe Leiter besteht aus 2 Teilen zum Ausziehen, die Stopper oben und unten verkeilen sich ineinander und verriegeln die Leiter, wenn sie voll ausgezogen ist. Dann gab es noch den roten, dreiachsigen Abschleppwagen 601 aus 15 Teilen mit 2 Blaulichtern. Den Abschlepphaken gab es zuerst nur bei der Feuerwehr. Der dreiachsige Lastwagen mit geschlossenem Kastenaufbau und grauem Dach, 602 aus 24 Teilen, wurde im englischen Katalog auch als Feuerwehrauto bezeichnet, auch wenn die Blaulichter fehlen. Gleich im folgenden Jahr 1971 kam ein neues, richtiges, dreiachsiges Drehleiterfahrzeug heraus, mit der Artikelnummer 640 aus 37 Teilen, mit einem 4x4 Drehteller auf der Ladefläche und mit einem kleinen, einachsigen Pumpenanhänger mit Kugelgelenkkupplung angehängt.
Die Kurzhaubernase der alten Lastwagen verschwindet und der neue Frontlenkerlastwagen hat einen bedruckten Stein mit dem alten Lego-Logo und die Windschutzscheibe ist ein transparenter Schrägstein. Die Kabine ist hinten offen, der Lastwagen hat wieder 3 Achsen und die Kugelgelenkkupplung stammt auch aus dem Vorjahr 1970. Auf der Ladefläche ist der Drehteller mit der Drehleiter aufgebaut. Die Leiter ist immer noch zweiteilig ausziehbar, genauso wie beim Vorgängermodell. 1971 gab es zwar schon ein drittes zusätzliches Teil für die dreifach ausziehbare Leiter, aber bei der Drehleiter 640 war nur eine zweiteilige Leiter dabei. Genau dasselbe Drehleiterfahrzeug ist in der neuen Feuerwache 357 von 1973 enthalten, mit dem einzigen Unterschied, dass die Drehleiter in der Feuerwache ein blaues und ein gelbes Blinklicht am Dach hat. Das zweite Auto in der Feuerwache ist ein kleines Vorausfahrzeug, wieder mit demselben kleinen Anhänger wie bei der Drehleiter. Das dritte Fahrzeug ist ein Kleinlöschfahrzeug. Früher war es oft üblich, dass vorne am Motor auch gleich die Pumpe angebaut war. Das Löschfahrzeug hat einen geschlossenen Kastenaufbau und die Geräteraumtüren links und rechts kann man wieder aufmachen. An dieser Feuerwache von 1973 ist besonders auffällig, dass alle 3 Fahrzeuge das alte Lego-Logo auf 5 bedruckten Schriftsteinen an gut sichtbaren Stellen eingebaut haben. Dabei ist 1973 genau das Jahr, wo auf das neue Logo umgestellt worden ist. Die Feuerwache 357 ist also genau im Jahr der Umstellung auf das neue Logo noch mit dem alten Logo herausgekommen, das noch dazu an 7 verschiedenen Stellen auf den Modellen auffällig angebracht war. Diese neue Feuerwache von 1973 blieb mit den alten Logos noch bis 1977 im Sortiment. 1975 gab es einen neuen, weiteren Entwicklungssprung bei den Fahrzeugen mit einer neuen, großen Windschutzscheibe bei den Lastwagen. Die Windschutzscheibe von 75 ist aber noch nicht die Minifiguren-Windschutzscheibe von 78. Sie ist nämlich an der Hinterseite geschlossen, an der Unterseite offen, oben hat sie 4 Noppen und sie ist eine Platte niedriger. Bei dieser neuen Drehleiter 658 von 1974 ist die Frontpartie mit der großen Windschutzscheibe nicht mehr so zusammengedrückt. Außer der neuen Windschutzscheibe haben wir noch die alte Bauform mit der 3x3 Geräteraumtür, mit dem runden 4x4 Drehteller und mit der gelben Leiter. Die Drehleiter 658 ist das erste Miniradmodell mit der dreifach ausziehbaren Leiter. 1975 kamen die ersten unbeweglichen Minifiguren heraus. Sie sind eine große Bereicherung für die Legolandstadt. Und obwohl sie sehr einfach und ohne Gesicht gestaltet sind, erkennt man sofort, dass die vollkommen schwarze Figur ein Feuerwehrmann ist. Polizisten haben nämlich eine weiße Mütze und Gürtel und die Passanten sind bunt gekleidet. In dieser Generation gab es 1976 das neue dreiachsige Drehleiterfahrzeug mit Anhänger 485 mit 3 neuen Minifiguren. Im direkten Vergleich mit der alten Drehleiter sehen wir genau, dass für die Minifiguren der Maßstab der Fahrzeuge vergrößert werden musste. Die Räder bleiben zwar gleich schmal, aber die Fahrzeuge sind viel höher gebaut. Die Miniräder von 1969 sind eigentlich viel zu klein für die Minifiguren von 1975 und sind der Grund für die schmalen Fahrzeuge der klassischen Legolandstadt der 80er Jahre mit ihren falschen Proportionen.
Die große Neuigkeit in diesem Entwicklungsschritt ist die offene Kabine, in die die Figuren hineinsitzen können. Der Geräteraum hat statt den Türen kleine Fensterläden, die es aber schon seit 1973 gibt. Das Fahrzeug ist eine schöne Drehleiter, es wurde aber wieder kein Drehteller eingebaut, auch wenn er statt der obersten Lage Schrägsteine ohne Umbau perfekt Platz gehabt hätte. Die gelbe Leiter besteht wieder nur aus 2 Teilen, nur einmal zum Ausziehen. Der Grund ist wahrscheinlich, dass das dritte Element viel zu schmal für die neuen Minifigurenfüße ist. 1978 kamen die neuen beweglichen Minifiguren heraus, mit Ausrüstungsteilen wie Sauerstoffflasche und mit Greifhänden für Werkzeug, wie die Feuerwehraxt. Die Sauerstoffflaschen kamen zuerst bei der Feuerwehr heraus, noch bevor sie ein Jahr später bei den Astronauten verwendet wurden. Im April gab es eine neue gelbe Feuerwache 374 vom selben Designer Daniel August Krentz, der auch die erste legendäre gelbe Burg geschaffen hat. Bei der Feuerwache ist wieder eine neue dreiachsige Drehleiter dabei, ein langgezogenes Fahrzeug im amerikanischen Stil, ohne Dach und hinten mit einem Trittbrett. Es gibt wieder einige neue Teile. Die breiten Gummireifen mit der flachen Lauffläche und dem versetzten Stollenprofil gab es aber schon ein Jahr vorher, 1977. Für die neuen beweglichen Minifiguren gibt es eine neue Windschutzscheibe, 2 Steine hoch, oben nur 2 Noppen, hinten offen und an den Innenkanten Aussparungen für die Minifigurenhände. Neu sind auch die Kotflügel der Fahrzeuge, dafür brauchen die Räder neue flache Achsplatten und die Figuren können etwas tiefer ins Auto hineinsitzen, wodurch das Fahrzeug wieder etwas niedriger aussieht. Die 2 Fahrzeuge bei der gelben Feuerwache haben noch kein Lenkrad. In der Kabine hätten sogar 2 Figuren hintereinander Platz. Dahinter steht ein Bügel mit 2 transparent blauen 1x1 Rundsteinen als Blaulichter. Auf der Ladefläche gibt es ein Geländer aus 2 grauen Gartenzaunelementen. Hinten ist ein Trittbrett angebaut für einen Feuerwehrmann zum Mitfahren. Die Drehleiter ist auf einem neuen kleinen 2x2 Drehteller gebaut. Die alte gelbe Leiter von 1970 ist jetzt grau geworden und besteht wieder nur aus 2 Teilen, nur einmal zum Ausziehen. Das zweite Fahrzeug in der Feuerwache ist ein kleines Vorausfahrzeug mit Anhänger, in der Form eines kleinen Geländewagens mit einem niedrigen Stein als Windschutzscheibe. Ich vermute, dass die 2 Fahrzeuge der Feuerwache etwas ältere Entwürfe sind, weil sie noch keine Lenkräder und keine Türen haben. Gleichzeitig gab es nämlich 1978 schon ein moderneres Fahrzeug im Einzelset 640 als Vorausfahrzeug mit Anhänger mit der neuen besonderen Autogrundplatte, einem Lenkrad und links und rechts 2 Türen zum Aufmachen. Vorne ist die Windschutzscheibe und hinter dem Steuer sitzt die Minifigur und hat ohne Sitz sogar mit der ganzen Atemschutzausrüstung Platz. Hinter dem Fahrersitz ist ein gelber Bügel mit einem transparent blauen Rundstein als Blaulicht. Neben diesem ersten, modernen, voll ausgestatteten neuen Minifigurenauto macht aber Lego gleichzeitig im Sortiment noch einen Schritt zurück und bringt 3 neue Feuerwehrautos heraus, wo die Minifiguren nicht hineinsitzen können. Das Löschfahrzeug 672 mit Pumpenanhänger ist von außen gesehen besonders schön gebaut. Aber die Kabine ist geschlossen und die Figur muss hinten am Trittbrett mitfahren.
Das zweiachsige Löschfahrzeug hat an den Seiten den üblichen Feuerwehraufkleber. An einer Kugelgelenkkupplung ist ein einachsiger Pumpenanhänger mit 2 grauen Rundsteinen und einer grauen 1x1-Platte auf einer Jumperplatte angehängt. Das Auto hat in der Mitte eine 4x10-Platte. Am Dachträger ist eine graue Leiter zum Ausziehen aufgeklemmt. Im Geräteraum sehen wir einen Wasserhahn, wahrscheinlich soll es ein Verteiler sein. Am Heck sind 2 kleine, graue, seltene Fensterläden. Es ist das einzige Feuerwehrauto von 1978 mit einem Schlauch aus einer dicken Schnur, genauso wie bei den Zapfsäulen von der Tankstelle. Das verknotete Ende wird von einem 1x1-Fenster festgehalten. 1978 gab es ja noch keine Scheinwerfersteine. Das zweite Feuerwehrauto mit geschlossener Kabine ist der Kleinlastwagen 620 aus 25 Teilen. Hinter der schmalen Kabine mit dem Feuerwehraufkleber ist eine kleine Ladefläche mit einem Geländer aus 2 niedrigen Gartenzäunen. Auf der Ladefläche kann der Feuerwehrmann seine Axt aufladen und er muss dort auch selbst noch mitfahren, obwohl eine offen gebaute Kabine mit Lenkrad viel einfacher zum Bauen gewesen wäre. Eine besonders typische Neukonstruktion aus dem ersten Minifigurenjahr 1978 sind die winzig kleinen Autos mit den freistehenden Kotflügeln und den 2 noppenschmalen Kabinen, wo die Minifigur nicht einsteigen kann. Es gab 5 verschiedene dieser kleinen Autopackungen, wie das Feuerwehr-Kommandofahrzeug 602 aus 17 Teilen. An der Hinterseite gibt es 2 Alternativmodelle, davon sogar eines, wo die Figur ins Auto hineinsitzen kann. Das winzige Auto erinnert in seiner geschwungenen Form entfernt an einen VW Käfer. Am Auto sind 4 Aufkleber angebracht und der 5. ist am Oberkörper des Feuerwehrmanns, der bei diesem Auto nur am Trittbrett mitfahren kann. Diese neuen Autos passen überhaupt nicht zu den Minifiguren und mit weniger Steine hätte man auch nette Kleinwagen bauen können, in die die Figur leicht hineinsitzen kann. Wie hier das Kommando Quad von 1981. An der Unterseite hat es eine ähnliche Bauweise, obwohl es etwas kürzer gebaut ist. Oben ist der Aufbau mit dem Lenkrad und dem Fahrersitz ideal für die Minifigur. Im ersten Minifigurenjahr 1978 gab es fast ausschließlich nur Aufkleber. Die Feuerwehr ist das Spielthema, bei dem es am längsten Aufkleber gab. Auf den Oberkörpern der Minifiguren und auch auf den Türen der Fahrzeuge, wie bei diesem Teleskopmastfahrzeug 6690 von 1980 aus 86 Teilen mit 2 Minifiguren. Neue Bauteile von 1980 sind die Ehrling-Lampenhaltersteine mit den transparenten 1x1-Platten als Scheinwerfer, die auch für Blaulichter verwendet werden, anstatt der alten 1x1-Rundsteine. Am Kühlergrill und an den Autotüren sehen wir noch Aufkleber, genauso wie am Oberkörper der 2 Minifiguren. Weitere neue Bauteile von 1980 sind der Autositz, der Bügel, die Werkzeughalterplatten und die Lampenhalterplatten. Das Funkgerät gab es schon beim Weltraum von 1979. Das Teleskopmastfahrzeug ist ein Sattelschlepper mit einer kleinen zweiachsigen Zugmaschine und einem langen zweiachsigen Auflieger. Ein kleiner 2x2 Drehteller wird als Sattelkupplung verwendet, ein großer 4x4 Drehteller für den Gelenkmast. Unten sind Werkzeughalter mit Weltraumpistolen als Seitenstützen angebracht.
Es gibt 3 freistehende Kotflügel und die Rücklichter sitzen auf den neuen runden Lampenhalterplatten. Links und rechts am Teleskopmast gibt es Werkzeughalter für Funkgerät und Feuerwehraxt. Jetzt lassen wir den Fahrer aussteigen, er nimmt sich das Funkgerät und die Axt von den Haltern. Wir fahren die 2 Seitenstützen aus. Der Teleskopmast liegt auf einem zweiten Bügel auf und wir heben jetzt die Hubrettungsbühne mit den 2 Gelenken an. Der gelbe Arbeitskorb mit den Feuerwehraufklebern ist mit einer Winkelplatte angebaut. Darauf gibt es einen Sitz für den Feuerwehrmann und einen Bügel als Halter für die Weltraumpistole als Strahlrohr. Dieses Set hatte ich auch selbst als Kind und ich finde es sehr gelungen mit den vielen neuen nützlichen Teilen und den netten Spielfunktionen. Im deutschen Katalog hieß das Hubrettungsfahrzeug Löschfahrzeug mit Steiger und auf Englisch Snorkel Bumper. Und es war das einzige zusätzliche Feuerwehrauto, das zwischen der ersten Welle von 78 und der neuen Feuerwache von 81 herausgekommen ist. Gleich nach dieser einzelnen Hebebühne von 1980 mit den neuen Scheinwerfern und den alten Aufklebern gab es 1981 mit der neuen Feuerwache 6382 eine neue Welle von 3 modernen Feuerwehrsets. Das kleinste davon ist das Einzelset mit dem Feuerwehrkommando-Quad 6611 aus 12 Teilen mit einer Minifigur. 1981 bekommen die Feuerwehrfiguren zum ersten Mal den bedruckten Oberkörper mit dem roten Gürtel und den goldgedruckten Schnallen, Knöpfen und Kragen. Den weißen Helm hat in diesen Jahren nur der Feuerwehrkommandant oder der Wehrleiter. Das Mini-Auto hat einen Schrägstein als Motorhaube mit dem aufgedruckten Feuerwehrlogo mit den 3 Flammen. Das winzig kleine Modell kann weder ein Kommandofahrzeug noch ein Vorausfahrzeug sein. Es ist am ehesten ein Kleingeländefahrzeug in der Art von einem Quad. Bei der Feuerwache 6382 gibt es 2 neue Fahrzeuge. Der Wagen 1 ist ein Kleinlöschfahrzeug oder Vorausfahrzeug. Die Bauart erinnert an einen Mercedes bzw. Buch Geländewagen Typ G, wie er in den 80er Jahren bei den Feuerwehren häufig verwendet wurde. Das Fahrzeug ist auf einer Autogrundplatte gebaut, die 1980 ohne Loch unter dem Sitz und mit seitlichen Schlitzen erneuert wurde. Die Motorhaube ist eine 2x2-Fliese zum Aufklappen mit einem Aufkleber mit der Fahrzeugnummer 1. Die Türen sind 1981 bei der Feuerwehr erstmals bedruckt und es gibt das neue Lastwagenkabinendach mit Rückfenster. Auf der Ladefläche sehen wir die brandneue Schlauchhaspel mit der langen Schlauchschnur und dem Strahlrohr. Darauf ist ein kleiner Gepäckträger mit Werkzeughaltern montiert. Die neue Schnurschlauchhaspel hat ein Strahlrohr mit Griff, eine Art Spritzpistole, die die Figuren gut in die Hand nehmen können. Der Wagen 2 ist ein größeres Löschfahrzeug mit einer Drehleiter am Dach. Es kann ein Kombinationsfahrzeug sein zwischen einem Tanklöschfahrzeug und einer Drehleiter. Wir haben die neuen, großen 21 mm Lastwagenreifen, eine 4x5 Lastwagenkabinengrundplatte mit Kotflügel, einen Kühlergrill aus einer Aufstiegsleiter und im Geräteraum gibt es 2 große offene Fensterläden zum Aufmachen. Dahinter sind 3 Reihen Armaturen als Aufkleber aufgeklebt. Auf der rechten Seite ist ein offener Geräteraum mit Atemschutzausrüstung und Axt.
An der Mittelsäule ist ein Scheinwerferstein als Halter für das Strahlrohr und hinten ist eine Schlauchhaspel mit einem langen Schlauch eingebaut. 1981 gibt es auch die neue graue ausziehbare Leiter, die hier auf einer 2x4 Scharnierplatte auf einem 4x4 Drehteller am Dach des Tanklöschfahrzeuges aufgebaut ist. 1981 gibt es auch die neue graue ausziehbare Leiter, die hier auf einer 2x4 Scharnierplatte auf einem 4x4 Drehteller am Dach des Tanklöschfahrzeuges aufgebaut ist. Das ist eine Kombination, die es in Wirklichkeit eher selten gibt, die man aber bei Lego sehr häufig findet. Die 14 Noppen lange neue Leiter besteht aus 2 Teilen. Theoretisch kann man unendlich viele Leiterelemente ineinander schieben. Der Feuerwehrmann kann auf der seitlichen schwarzen Kühlergrill-Aufstiegsleiter hinaufsteigen und mit dem Schlauch von der Schlauchhaspel seinen Löschangriff starten. Das dritte neue Feuerwehrset von 1981 ist das Einzelset mit dem Kleinlöschfahrzeug 6650 aus 83 Teilen. Mit den großen Lastwagenreifen erinnert es Mit den großen geländegängigen Lastwagenreifen erinnert es von der Bauart an einen Unimog. Links und rechts von der Kabine gibt es Werkzeughalter für das Strahlrohr und das Funkgerät. Die Ladefläche ist auf der rechten Seite mit 2 Grundsteinen zugebaut. Links gibt es die neue Schlauchrolle wie bei den anderen 2 Feuerwehrfahrzeugen aus diesem Jahr. Und am Dach ein Geländer aus 2 niedrigen Gartenzaunelementen. Es ist ein einfaches und sehr klein gebautes Vorauslöschfahrzeug auf einem Kleinlastwagen mit großen Reifen und Lastwagenkabine. Das Set kann man mit wenigen Steinen noch ausbauen und verbessern, genauso wie ich es auch selbst als Kind gemacht habe. Diese vollständige Entwicklungsreihe der Legoland-Sets von 1970 bis 1981 habe ich euch eigentlich schon in den verschiedenen Videos der Legoland-Stadt gezeigt. Die Zeit ist heute wie im Flug vergangen. Wir müssen jetzt eine Pause einlegen, damit ich am heutigen Freitag das Video noch einigermaßen pünktlich fertigstellen und hochladen kann. Am nächsten Freitag machen wir dann weiter mit den neueren Stadtfeuerwehrautos. Davon habe ich keine vollständige Sammlung, sondern nur einige ausgewählte Sets, die wir uns gemeinsam ansehen und vergleichen werden. Dann schauen wir uns auch noch die Entwicklung der Feuerwehrautos im Duplo-Spielsystem an, mit einigen interessanten, unkonventionellen Bausystemen, die als Sackgassen wieder aufgelassen wurden. Ich bedanke mich bei euch allen ganz herzlich, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch allen noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen!